Ich bin fertig mit der Arbeit und habe heute vor, auswärts essen zu gehen. Aber zuerst öffne ich ein Paket, das ich von Hollister bekommen habe. Ich habe ein paar Kleidungsstücke bestellt und ich öffne es jetzt und schaue, ob sie mir passen. Ich öffne das Paket mit einer Schere. Das ist mein neues Kleid für den Sommer. Ich mag es. Es erinnert mich ein bisschen an ein Milchmädchen. Das ist mein neuer Pullover. Er ist wirklich sehr bequem und locker und ich mag es, dass es einen Reißverschluss gibt. Das ist der letzte Pullover und es ist ein Crop Top, aber es ist ein bisschen zu kurz geschnitten für meinen Geschmack, also werde ich es zurückschicken. Das Gute daran ist, dass es sehr elastisch ist. Es hat einen sehr elastischen Stoff. Ich schneide das Etikett von den Kleidungsstücken ab, die ich behalten möchte. Ich habe auch die Kleidung, die ich nicht behalten möchte, diesen Pullover, den ich nicht behalten möchte, eingepackt und ich werde ihn in den nächsten Tagen in einem Hollister-Geschäft zurückgeben. Man kann es auch online retournieren, aber das kostet. Es gibt Lieferkosten. Daher werde ich es direkt im Geschäft retournieren, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in meiner Küche. Ich gehe heute leider nicht ins Restaurant. Ich habe eine unerwartete Lieferung, auf die ich warte. Deswegen bleibe ich zu Hause und koche ein japanisches Curry. Danach werde ich einen entspannten Abend zu Hause verbringen und einen Film schauen. Und so ist das manchmal mit Plänen. Man muss flexibel und spontan bleiben. Aber das ist okay. Ich wische die Herdplatte ab und lege die Pfanne drauf. Dann drücke ich auf den Knopf, um die Herdplatte einzuschalten. Das Gemüse ist klein geschnitten. Ich lege das klein geschnittene Gemüse in die Pfanne. Ich würze es und gieße heißes Wasser hinzu. Zuletzt kommt die Currymischung dazu. Das ist ein sehr leckeres und einfaches Abendessen. Ich mache mich auf den Weg zum Bahnhof und dort muss ich noch meine Tickets am Automaten abholen. Der Automat druckt die Tickets aus und ich nehme sie aus dem Automaten. Ich bin am Bahnhof und gehe zu meinem Bahnsteig. Ich gehe geradeaus und biege dann nach rechts ab. Im Hintergrund hört man eine Durchsage. Sie sagt, auf welchem Gleis der nächste Zug abfährt. Ich lege mein Ticket in die Maschine und es kommt oben wieder heraus. Ich steige in den Zug ein und setze mich auf einen freien Sitzplatz. Ich hänge meine Tasche auf. Das ist meine Fahrkarte. Ich habe ein Tagesticket mit Hin- und Rückfahrt gekauft. Ich fahre von Edinburgh nach Glasgow. Ich bin angekommen. Willkommen in Glasgow. Jetzt fahre ich mit der U-Bahn. Ich bin hier noch nie mit der U-Bahn gefahren. Das ist mein erstes Mal.
Ich tippe auf die deutsche Flagge und kaufe meine U-Bahn-Fahrkarte. Ich wähle Stoßzeiten Einzel. Das heißt, ich kaufe nur eine Hinfahrt während der Stoßzeiten. Stoßzeiten sind Tageszeiten mit besonders viel Verkehr. Viele Menschen sind zum Beispiel zwischen 7 und 9 Uhr unterwegs, weil sie zur Arbeit oder in die Schule fahren. Hier kann man mit Karte zahlen. Mein Ticket wurde ausgedruckt. Ich scanne mein Ticket an dieser Maschine und gehe die Treppe hinunter. Ich stehe an und steige in die U-Bahn ein. Heute besuche ich den Botanischen Garten. Hier seht ihr die Karte und ich befinde mich gerade hier. Es gibt einen kleinen Teich mit Fischen. Die Fische schwimmen, das sind schwimmende Fische. Wow, diese Pflanze hat einen sehr langen Stamm. Das sind fleischfressende Pflanzen und hier gibt es 4-blättrige Kleeblätter. Sie bringen Glück und viele Menschen betrachten sie als Glücksbringer. Besonders zu Silvester schenken viele Menschen ihren Freunden Glücksklee, weil er Glück im neuen Jahr bringen soll. Hier steht: Berühren Sie die Pflanzenetiketten nicht. Alle Pflanzen sind nummeriert und in unserer Datenbank registriert. Das ist wirklich super schön. Ich fühle mich wie im Dschungel. Es gibt auch viele elegante Statuen. Diese Frau sieht sehr nachdenklich aus. Diese 2 Frauen halten sich an den Händen. Die Mutter hält ihr Kind in den Armen. Die Öffnungszeiten für das Gewächshaus sind von 10 bis 3:45 im Winter und von 10 bis 6 Uhr im Frühling, Sommer und Herbst. Ich mache die Tür auf und gehe rein. Diese Pflanze wächst nach unten. Hinter mir gibt es Duftpflanzen. Sie riechen richtig gut. Schaut mal, wie wunderschön diese Bank ist. Das ist alles Handarbeit. Es wurde von Hand gestrickt. Jemand hat wohl Stunden damit verbracht, das zu stricken, und es sieht wirklich wunderschön aus. Ich gehe über die Brücke, ich überquere die Brücke. Es gibt eine richtig schöne Aussicht auf den Fluss.
So viele Tauben, jemand hat sie wahrscheinlich gefüttert. Es regnet jetzt, deshalb benutze ich einen Regenschirm. Wir besuchen jetzt dieses Technik- und Verkehrsmuseum und sprechen dabei über die Gegenwart und die Vergangenheit. Wir lernen, wie man etwas vergleichen kann. So hat die Stadt früher ausgesehen. Die Atmosphäre in der Stadt war früher ruhiger und langsamer als heute. Gerade eben war ich noch in der modernen U-Bahn und jetzt sitze ich in einer historischen. Hier steht nicht spucken. Rauchen verboten. Früher fuhren die Menschen oft mit Pferdekutschen, heute fährt man mit Autos oder Bussen. Früher waren die Autos langsamer als heute. Im Vergleich zu alten Straßenbahnen sind die heutigen Straßenbahnen viel leiser. Während früher nur wenige Familien ein Auto hatten, ist es heute ganz normal, dass fast jede Familie ein Auto hat. Im Gegensatz zu den alten Krankenwagen sind moderne Modelle besser ausgestattet und sicherer. Ich habe gelesen, dass die Kinderwagen früher nicht so praktisch waren. Sie passten nicht in den Kofferraum. Die modernen Kinderwagen haben sich stark verändert und sind klappbar. Früher waren die Straßen mit Kopfsteinpflaster gepflastert, heute sind viele Straßen asphaltiert und viel glatter. Früher fuhren viele Menschen Dreirad. Aufgrund technischer Fortschritte wurden Fahrräder beliebter und Dreiräder waren im Vergleich dazu langsamer, schwerer und mühsamer. Heute ist es leichter, Fahrrad zu fahren. Damals waren die Geschäfte kleiner und spezialisierter als heute. Heutzutage gibt es viele Kaufhäuser. Leider gibt es weniger traditionelle Handwerksläden. Ich streichle das Pferd. Schaut mal, das ist eine junge Möwe. Sie sieht richtig süß aus. Der Himmel ist grau und sieht sehr stimmungsvoll aus. Das war mein Tag. Danke fürs Zuschauen und bis bald!